Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat bereits in der Vorwoche die Silicon Valley Bank gekannt oder schon mal was gehört von der Signature Bank, First Republic Bank oder von Silvergate Capital? Nun, spätestens seit dieser Woche stehen diese Namen ganz prominent im medialen Spotlight der Kapitalmärkte und das ganz und gar nicht positiv. Mein Name ist Christian Leinweber, recht herzlich willkommen zum heutigen Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. What a mess! Ein wahres Chaos also, die uns da die eingangs erwähnten Namen in den letzten Stunden an den Börsen bescherten. Doch alles der Reihe nach, was war passiert? Nun, der Auslöser war wohl die Ankündigung der auf Start-up-Finanzierung spezialisierten Silicon Valley Bank, eine Notkapitalerhöhung im Ausmaß von 2,25 Milliarden US-Dollar durchzuführen. Doch diese Form von Geldbeschaffung ging definitiv nach hinten los. Aufgrund schlimmster Befürchtungen kam es dann seitens der Kunden zum Abzug von 42 Milliarden US-Dollar, rund 25% der gesamten Silicon Valley Bank Einlagen. Und diese Einlagen hatten sich bei der Silicon Valley Bank, im Schaubild auch gut ersichtlich ist, aufgrund des Technologiebooms der letzten 3 Jahre inklusive dem großzügig zur Verfügung gestellten Venture Capital in nahezu schwindelerregende Höhen aufgeschwungen. Immerhin 189 Milliarden US-Dollar an zu verwaltenden Einlagen waren es am Höhepunkt 2021. Tja, und salopp gesagt, das, was an Kredit nicht wieder in das Start-up-Ökosystem zurückgeflossen ist, hat dann zum historischen Zinstief ist gleich Kurs hoch in den als konservativ geltenden US-Staatsanleihen geparkt. Ein Fehler, wie sich jetzt im Nachhinein feststellen lässt, denn aufgrund der steigenden Zinssätze, ausgelöst durch massive Zinsanhebungen der amerikanischen Notenbank, kam es zu dementsprechend starken Kursrückgängen bei den festverzinslichen Anleihebeständen, welche dann letztendlich zur Beseitigung des aufkommenden Liquiditätsengpasses mit derben Kursabschlägen bewertet werden mussten. Der US-Regionalbankenkollaps nahm somit seinen Lauf. Und dieser sollte sich nicht nur auf die anfangs erwähnten Institute beschränken, sondern sorgte wie ein sich rasch ausbreitendes Buschfeuer zu einem Flächenbrand rund um den Kapitalmarktglobus. Doch die Feuerwehr in Gestalt von US-Finanzministerin Janet Yellen, dem Notenbankchef Jerome Powell und der US-Einlagensicherung FDIC fuhren gleich mal mit massiven Geschützen zur Brandbekämpfung auf. So wurden durch das schnelle und beherzte Eingreifen der US-Regulatoren am Wochenende das systemische Risiko, Lehman-Krise lässt grüßen, drastisch reduziert. So wurden sowohl die Silicon Valley Bank als auch die Signature Bank unter die Kontrolle der Einlagensicherungsbehörde der FDIC gestellt. Und eine Garantie nicht nur auf die in den USA standardmäßig geltenden Einlagensicherung in Höhe von 250.000 US-Dollar gewährt, sondern auf sämtliche Einlagen zugesichert. In Bezug auf die europäische Bankenlandschaft gilt es diesbezüglich festzuhalten, dass sich seit der Bankenkrise 2008 sehr viel getan hat. Dadurch verfügen die europäischen Banken über eine reichliche und besser diversifizierte Liquiditätsausstattung, was im Übrigen auch auf die US-Großbanken zutreffen sollte, wodurch eine weitere Ansteckung im klassischen Sinn nicht zu erwarten ist. Ein direkter Vergleich zur Global Financial Crisis nach der Lehman-Pleite am 15. September 2008 ist unserer Meinung nach aus folgenden 3 Gründen nicht angebracht. Erstens handelt es sich bei den Verlusten der Silicon Valley Bank um nicht realisierte Verluste von überwiegend bis zu ihrer Endfälligkeit gehaltenen und hypothekenbesicherten Wertpapieren und nicht um Verluste bei der Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen. Zweitens, nur sehr wenige Banken haben eine derart hohe Konzentration des Geschäfts auf einen spezifischen Sektor wie die Silicon Valley Bank.
Und drittens, die Verluste auf US-Staatspapiere sind wohl in ihrer daraus resultierenden Tragweite anders zu bewerten als die undurchsichtigen, forderungsbesicherten, strukturierten Produkte, die einen Großteil des Schadens in den Jahren 2007 bis 2009 verursacht haben. Nichtsdestotrotz ist das Ausmaß der aktuellen Pleiten aber nicht klein zu reden. Immerhin handelt es sich bei der Silicon Valley Bank um das 16. größte Bankhaus der USA mit Vermögenswerten um die 209 Milliarden US-Dollar und bei der Signature Bank um ein Institut mit immerhin über 110 Milliarden US-Dollar an Assets. Somit handelt es sich volumensadjustiert um ein Gesamtassetausfall beider Banken von rund 319 Milliarden US-Dollar. Und da liegen wir nur mehr um 54 Milliarden US-Dollar hinter dem Rekordtotalausfall von 2008. Der große Unterschied aber liegt in der Anzahl der in Konkurs gegangenen Banken selbst. So musste ich erstaunt feststellen, dass es seit 2001 insgesamt 563 Insolvenzfälle von US-Einlagenbanken gegeben hat. 490 davon zwischen 2008 und 2013 sowie 31 seit 2015. Ja, und heuer, 2023, liegen wir mal mit Stand 15. März bei 2, wie im Schaubild ganz rechts in hellblau ersichtlich. Was waren also die unmittelbaren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte? Nun, die würde ich mal mit extremen Kursbewegungen beschreiben, denn trotz aller gesetzten Maßnahmen crashten die Aktien mehrerer US-Regionalbanken, weil Investoren Angst davor haben, dass sie bei einer größeren Kapitalflucht in Finanzprobleme kommen könnten. Zugleich erlebten kurzlaufende US-Staatsanleihen im zweijährigen Bereich einer der größten Kurssprünge ihrer Geschichte. Noch unlängst erwartete Zinsanhebungen der US-Notenbank wurden mal ausgepreist und noch vor wenigen Tagen nicht für möglich gehaltene Zinssenkungen mittlerweile für das zweite Jahreshälfte wieder eingepreist. Offenbar glauben nun viele, dass die nun aufflammenden Probleme bei einigen Banken dazu führen werden, dass die US-Notenbank weniger aggressiv agiert. Das Thema Inflation, seit Monaten dominierend auf den Anleihenmärkten, trat in den letzten Tagen dafür völlig in den Hintergrund. Ähnlich starke Renditbewegungen gab es auch in der Eurozone und auch in Europa gerieten Aktien und Anleihen von Banken unter Druck, allerdings in weit geringerem Ausmaß als in den USA. Zum Abschluss noch ein paar Worte betreffend der Positionierung in unseren Raiffeisenfonds. Die Publikumsfonds der Raiffeisen KAG waren und sind in den betroffenen US-Banken nicht investiert, weder bei Anleihen noch bei Aktien. Selbstverständlich gibt es aber Investments in größeren systemrelevanten Banken und Finanzdienstleistern, allerdings in zumeist unterdurchschnittlichem Ausmaß verglichen mit dem Gesamtmarkt. Im Anleihenmanagement war das Fondsmanagement mit einigen Strategien auf steigende Staatsanleihenkurse positioniert. Die starken Kursanstiege bei Staatsanleihen in der USA und der Eurozone wurden dann auch dazu genutzt, um Gewinne in diesen Positionen zu realisieren. So, das war's auch schon wieder. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Wiedersehen, wenn es wieder mal heißt, herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Thank you.